Servus zusammen, was geht ab? Hier ist euer Blaze und willkommen zurück zum nächsten Video von Greedfall. Wir sind hier auf dem Weg nach Hikmet, um unsere eingeborenen Chief Quest immer noch abzuschließen. Wir wurden ja in dem vorherigen Video ein bisschen aufgehalten von der Umgebung, weil wir die erkundet haben. Aber jetzt sind wir gerade mal am Außenposten angekommen und sind dann quasi gleich in Hikmet. Daher machen wir uns auch direkt auf den Weg. Ich denke jetzt nicht, dass hier großes Interessantes sein sollte. Wir können zwar gerne mal durch die Tür gehen. Also ein Lazarett. Ach Quatsch. Nee. Schauen wir mal kurz, ob es hier irgendwas Interessantes gibt. Aber ich glaube nicht. Nein. Sieht nicht so aus. Lazarett ist ja auch eher... Hoppla, falsch rum. Ja, in der letzten Folge haben wir ein paar Monster gekloppt und, jo, wie gesagt, ein bisschen erkundet. Haben wir ein paar EP gewonnen und vor allem haben wir viele Edelsteine bekommen. Sehr viele sogar. Von diesen komischen Bullen oder Stieren oder was weiß ich, was das für Dinger sind. Auf jeden Fall solltet ihr Probleme haben, an Rubine, Obsidiane so ranzukommen, dann farmt am besten diesen Jungs. Ja, da farmt ihr am besten die Jungs, weil die droppen das Zeug nämlich ziemlich oft. Und schon sind wir wieder in der Stadt. Ich mag es eigentlich gar nicht, wenn wir in der Stadt sind. Da kommt man nämlich so schnell nicht mehr raus. Was mich persönlich immer nervt. Auf jeden Fall gibt es hier etwas Sammelbares. Das habe ich gesehen. Schauen wir mal. Nächster Aufenthalt. Halt! Your names, titles and business at hand. Sir de Sardet, emissary of the Congregation of Merchants on Tier Fredi. I have come to present my regards to your governor. Your papers seem to be in order. Welcome to Hikmet, Your Excellency. Mhm. Da hätte ich gerade mal ein paar auf die Nase gegeben, ja, weil wenn der mich jetzt genervt hätte. Oh, Sekunde, das Telefon klingelt. Sorry deswegen. Ja, tut mir leid. So, wo waren wir? Achso, ja. Ich gehe gerade kurz bei den Händler gucken, was der hat. Ja. Where do your wares come from? Most come straight from the continent. That's still where the most refined objects come from, isn't it? But others are also crafted in Hikmet, of course. We have some great workshops here. Oh ja.
Oh ja. Guter Stoff. Die ist so geil, die Knarre. Ganz ehrlich, ich finde die immer wieder cool. Genauigkeit 3, ist ja Wahnsinn. Ja, die sind alle schwächer als meine. Von daher. Ja, schaue ich mir später an. Deswegen kann es passieren, dass ich wieder ein bisschen schicker aussehe. Jetzt gehen wir erstmal zum Gouverneur und Büro der Anklägerin. Okay. Groschenschenker. Irgendwie heißen die Orte auch immer gleich. Dann gehen wir direkt zum Büro. You'd better go and meet his governor without me. We are at war. I'm not certain that I can remain calm if I see such a man. We rarely bow down on our ships. I hope I will not embarrass you. Chillt mal eine Runde. Was gibt es denn hier? Was gibt es denn hier? Nicht gerade viel. Sieht auf jeden Fall alles sehr, sehr schick aus. Das ist klar. Den kennen wir doch, den Kollegen. Your Excellence, it is an honor to meet you. Allow me to present my sincerest regards in the name of the Congregation of Merchants. And allow me to wish you and your cousin a warm welcome to the island, in the hopes that this visit will help prolong the profitable relations between our two nations. Likewise. Nevertheless, another question brings me. The Malachor. The Prince d'Orsay hopes that these new shores will bring us new possibilities. Even a remedy. It is an area that concerns us greatly, but be assured we are studying it acutely. Our doctors and alchemists are particularly interested in the flora of the Isle. It's extremely varied and different from our own. In fact, we have sent a group of explorers into a very promising sector. Alas, we've had no news from them for quite some time now. We are hoping that nothing has happened. We would have sent a patrol to investigate, but we cruelly lack the means to do so. The natives have proven aggressive, even hostile to our studies, and have attacked us regularly. You ask the question why. You steal our lands, gouging the earth in sacred places. And now our people are disappearing. It's enough to drive one to unsheath a blade. Do you not agree? Siora, please, I understand how you feel, but this isn't the right time. I am sorry. You are right. My apologies, Your Excellence. Continue, please. Yes. As I was saying, we are obligated to maintain all of our able-bodied men here in order to protect the city. But we would be happy to share with you the results of our research if... Your Excellency. This insolent interruption is untimely and unwelcome. I deeply regret, Excellency, but one of our frontier posts has just suffered a brutal attack. Report then and be precise. The natives attacked us by surprise. Our men were massacred. Our frontier post is lost. One more act of barbarity. Dismissed, soldier. Where was I? Yes. We would be most pleased to share our discoveries with our allies if your cousin would send us a party to help us find our lost expedition. I could show you to which region they were sent. I thank you for the information and will let him know. If you are of a mind to accord me another request, I would be truly grateful. I'm listening. As you have not failed to observe, our troops, as well as our caravans, have been suffering incessant attacks.
The merchants, including your own, are raided, often killed, and certain goods have become scarce. Captain Rainhild, who commands our outpost in the plains, has communicated his incapacity to protect them. Considering that certain of your own fellow countrymen are involved. You would like me to lend a hand? I will see what I can do, Your Excellency. Would you like to speak with me about any other subjects? I have to go. Look forward to seeing you again. Farewell, my lord. Hä? Your Excellency. Lord de Sade, and to what do I owe this honor? Could you tell me a little about your city? Hikmet is the oldest city on the island. We began construction of its first buildings 15 years ago, shortly after the discovery of the island. A magnificent city, where the great minds of the time were united in a common goal. Here you could find the best doctors, the greatest engineers, and the most eminent savants. In everyone's eyes, this island has great promise, and Hikmet is the city that allows us to make good on that promise. And what of this conflict with Thélème on Tirfredi? Officially, we are at war, but we have never waged war openly here. Of course, we did not rejoice when they set up camp on the isle, and we expected the worst. But it seems that their only concern is to convert the natives into believing their ridiculous teachings. They represent no true danger to us, at least not for the time being. And to be frank, we have plenty of other concerns that demand our attention. Okay. I have to go. Look forward to seeing you. Farewell, my lord. Ich weiß nicht, warum der immer noch so ein Ding beim Schädel hat, aber okay. Alles gut. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, okay, mit dem Hauptmann sprechen. Ich denke, das ist eine gute Idee. Da schauen wir mal, was die Jungs da von uns wollen. Oder wie wir helfen können, diesen ganzen Krieg hier zu beenden. Naja. Obwohl es auch nicht wirklich ein Krieg ist. Jawohl, hau weg die Scheiße. Prost, Alter. Hast du auch mal eine Bulle für mich? Ich laufe hier gerade irgendwo nirgendwo. Ich bin ja komplett falsch. Falsche Mist. Ja. Ja, ich bin komplett falsch. Ist ja schon wieder Tag. Jetzt war die Nacht schnell rum. Ja, ja. Muss ich da hochlaufen? Kam wir von oben? Ja, ne? Kam von oben. Da schauen wir mal, was die für Probleme haben. Das Problem ist, das ich haben werde, ist, dass ich Siora in der Gruppe habe. Und die wahrscheinlich nicht sehr glücklich sein wird, dass ich ihre Leute abmurkse. Denke ich mal. So, Kollege, was habt ihr denn für ein Problem? Hello, Captain. Your Excellency, what can I do for you? Was kann ich für dich tun? Governor Buren has asked me to help you fight against the caravan attacks. Could you tell me precisely what's going on? For weeks we have been harassed by the savages. They're waiting for groups of soldiers or caravans to be out of sight of the outpost and attack with incredible violence. They don't just steal goods or equipment. They kill without mercy. Only one man survived their last attack.
He's here in a sorry state. Do you think he could answer a few questions? Yes, but take it easy on him. I'll make sure I do, Captain. Jetzt kann ich ins Lazarett laufen. Nee, doch nicht. Der sieht doch noch ganz frisch aus. Hello there. My name is de Sardet. I'm the legate of the congregation. I was informed that your caravan was looted, and that you were the sole survivor of the attack. It's true, Your Excellency. It was awful. All those deaths. The violence. We followed the recommended precautions to the letter, but it was useless. How did the attack happen? We travelled all day. We were exhausted, and night was approaching. We knew we were not very far from the outpost, but we couldn't go any further. So we camped away from the road, trying to stay out of sight. Alas, it was in vain. That's when they struck, in the middle of the night. Es wäre schön, dass wenn die Dialoge, die man schon gehabt hat, dann verschwinden würden, so wie man es aus anderen Spielen kennt. Weil es ist immer ein bisschen verwirrend, wenn Dialoge bleiben. Were there several attackers? I counted 5, maybe 6, but others were hiding in the woods. I'm sure of it. If they only had their usual stone weapons, we may have hoped to escape them, but their weapons were inflamed. I have never been so scared in my life. What were you transporting? Mostly food, but also herbs and other ingredients for scientists. Did the attackers take it? Everything was a blur. I don't know if they intended to steal or destroy it. Unfortunately, my companions died while trying to protect our cargo. Are you saying that the looters started by attacking your cargo? Yes, Your Excellency. Maybe more of us would have survived if we'd all fled. You mentioned recommended precautions. Yes. Since attacks occur often, we were given a number of precautions to avoid them. Do not travel at certain times. Do not camp near the road. Do not light any fires. All of it was useless. It would have been better to recruit guards to escort us. Based on what you're saying, the attacks were very targeted. They must have a camp near the outpost to monitor the road. But what is their goal? Why attack all the caravans along this route? Ah, das ist der Speer, einer von denen. We'll go to the scene of the attack. I might find something there to help track these rebels. Ja, ich denke, das ist dieser Speer. Der lauert bestimmt da auf und sagt dann den anderen Bescheid, sobald Karawanen kommen. Boah, der Penner, den machen wir gerade mal fertig. Der war ja hier, haben wir in der letzten Folge ja gesehen. Fuck, er ist weg. Der war genau hier. Für die, die es nicht wissen, wir haben in der letzten Folge hier einen Speer erwischt und er sagte, der wäre auf Hasenjagd und wir dann, ja, verarschen können wir uns selber. Was der hier macht und dann, scheiße. Hat uns die Wache gefragt, ob wir was Besonderes gesehen hätten und wir haben halt den Speer nicht erwähnt. Dadurch haben wir zwar Rufe in den Eingeborenen bekommen, aber ich glaube, dass dieser Speer halt den anderen berichtet, wenn Karawanen kommen. Was ist mit dem da eigentlich? The caravan was some distance from the road when it was attacked. Wo ist ein Pfeil? Da ist ein Pfeil. Bit of poison on my blade. Then let's go! Genau. Wie ich eben schon gesagt habe, also wenn ihr wirklich Probleme habt mit Edelsteinen, dann könnt ihr gerne diese Jungs da umlegen, die haben genug davon. Weil wir haben ja schon einiges bei denen aufgesammelt an Edelsteinen. Here we are. Ich bin immer noch im Stay Kampf. alert. Waren wir hier eben schon mal? Nee, ne? Oder?
Ne, ich glaube, wir sind nicht ganz hier rumgelaufen. Ne, sonst hätten wir die sammelbaren Gegenstände aufgehoben. Ich gehe erstmal die Truhe plündern. Sonst passiert wieder gleich was, dann vergessen wir sie. Jawohl, so in etwa. Oh, das ist nur eine Weiße. Die Weißen sind anscheinend immer die Anführer von den Gruppen. Kaboom, Baby! Unversehrtes Herz, das gibt Kohle. Was haben wir hier? Elementare Falle, ja super. Die hole ich mir dann gleich für die eine Stelle, wo unser Fähigkeitsaltar ist. Their entire contents have been destroyed. These goods were not meant to reach their destination. The food has been destroyed. They clearly don't need it, which means that their camp should be close by. They must have died protecting their goods. How sad. These wounds appear to be caused by stone blades, the kind of weapons that islanders use. They acted quickly, methodically, and then left. But where are the bodies? Let's look around. Ja, finde die Rebellen. Machen wir. Tja, dann kommt bestimmt die Frage, machen wir sie kalt oder... Ach, da sind doch welche. Ich kann jedem empfehlen, sich da die Knarren zu skillen. Das ist so cool. Immer echt Spaß, den herumzuballern. Sofern man genug Munition hat. Jetzt weiß ich noch, warum ich zu einer Wissenschaft geskillt hatte. Also warum ich Wissenschaft der Brust hatte, damit ich mir meine Munition selber herstellen konnte. Ich habe die ganze Zeit überlegt, warum habe ich zweimal Wissenschaft. Jetzt weiß ich es wieder. Ah, hier waren wir ja eben. Oh, okay. Also die Bären waren vorher nicht da. Ja, von den Weißen... Ach, diese Scheiße, dass man immer in dieser Range bleiben muss. Das nervt. Body arranged like that. There's something in his pocket. Ja, so die war vorher nicht da. Unfallender Brief eines Händlers an seine Familie. Meine Liebe, ich fürchte, diese Reise wird meine letzte sein. Wir waren sehr vorsichtig und haben sogar jede Nacht kalt gespeist, weil es so gefährlich war, ein Feuer zu machen. Und dennoch habe ich das Gefühl, dass wir beobachtet werden und ich fürchte, dass die uns angreifen könnten. Praktisch jeden Moment. Tja, das ist wohl geschehen. But whoever attacked him decided to drag him here and feed him to the wild beasts. The Donea Extragau do this as a sort of scare tactic. This is a message for other merchants. Also sie zwingen uns hier echt ziemlich hier rumzulaufen.
Also ich werde jetzt nicht pausieren, das Video, sondern wir werden die Quest hier durchziehen. Auch wenn es länger dauert als eine halbe Stunde, ist mir gerade egal. Level 13, es läuft. Sehr schön. Oh, fuck. Gott, hier wieder Schild. Ja, die sind echt 10, ja, obwohl der keine Rüstung mehr hatte. So, wir haben zwei Fähigkeitspunkte, Attributpunkte und einen Talentpunkt. Ja, wunderbar, das läuft. Und jetzt, da wir 2 Punkte haben, können wir nämlich auch Schattenexplosion skillen. Mann, auf die bin ich ja mal richtig gespannt. Dann kommen wir zu den Attributen. Was nehmen wir denn da? Ah. Oh, Leute, jetzt bin ich aber echt ein bisschen unschlüssig. Ich denke, ich werde Willenskraft nehmen, da habe ich nämlich mehr Mana. So, was nehmen wir hier? Ich denke, wir werden mal Handwerk. Handwerk oder Charisma? Ach, das braucht man für Stärke. Ach so. Oh, das ist aber auch nicht schlecht, ne? Aber noch Stärke. Das erhöht nämlich auch mein Leben. Das ist auch nicht verkehrt. Aha, da sind sie ja. Servus. Oh! Okay. Noch gar nicht gequatscht. Bin direkt draufgehauen. Finde ich gut. Ich dachte, ich bereue es nämlich gerade, dass ich kein Charisma geskillt habe, aber anscheinend. Oh yeah. Und wir machen die gerade sowas von kalt. Die Halskette ist ja mal echt nicht schlecht. Vor allem ist meine erste Halskette seit Beginn des Spiels. Ne? Mal so nebenbei erwähnt. Magische Explosionsschaden plus 30. Ja, scheiße. Ach stimmt, die magische Explosion. Die hab ich ja schon wieder ganz vergessen, ne? Moment. Zauber, Schattenexplosion, zuweisen. Toll. Ja, müssen wir da unten. Okay, wir nämlich da hinten gleich mal ausprobieren. Bei unseren Vögeln da. Gleich mal auf die Kacke hauen. So, Shadow Explosion. Och, hey, also ein bisschen mehr hätte ich doch schon erwartet. Also das war
schon ein bisschen enttäuschend. Ich dachte hier schon, dass hier wirklich so ein bisschen was passiert. Und jetzt so einen kleinen Knall. Nicht sehr beeindruckend. Oh! Also man hätte auch das Ding gebraucht, um mit durchzukommen. Kurz warten. Jetzt. Hallo. Man. Also Schaden macht die auf jeden Fall. Auch wenn sie jetzt vom Design her besser aussehen könnte, aber Schaden macht sie. Das lässt sich nicht verleugnen. Ah ja gut, ich habe ja auch noch die Halskette an, ne, mit plus 30 Schaden drauf für die Explosion, also. Von daher. Ich verbrauche doch eine Menge Magie. Ich glaube, die Hälfte meiner Magie frisst die mir weg. Und man muss bedenken, ich habe gerade eben noch für mehr Magie geskillt, ne? Ach, das war ihr Lager, deswegen. Please, let's try and talk to them. I do not want to fight with my brothers without trying to reason with them first. Okay, da quatschen wir halt mal mit denen. Wusste ich, dass es Probleme gibt. Hello, don't worry. I come in peace. I only wish to speak to your leader. I am the leader of this camp, Renaikse. And who might you be? I've already met this strange Renaikse. He saw me when I was watching the lions camp. And he did not tell them anything. I think you can trust it. Ja, wäre doch keine schlechte Idee. Let us talk now. I've come to speak to you about your attacks against all those who take the road to Hikmet. The lions only got what they deserve. They have captured many of our people. We must release them. That's the price of war. If you fight, you risk men being taken prisoner. I am not talking about warriors, Renaikse, but villagers kidnapped in our villages. They mainly attack on all Menawe, those carrying the mark of the bond like you. They capture them, and we never see them again. We don't know what they are doing to them, but we are going to release them. I see. But our merchants have no role in this. They are not warriors. So why kill them? They brought food and weapons back to our enemies. We could not let them pass. If your merchants had fled, we would not have pursued them. But they resisted, so they died. The city of Lions is no longer to receive food or weapons. Nothing. In that case, I'm sorry to tell you that you've failed. The road is not the only way to transport goods. Many things are transported by sea. Listen, if what you told me is true, I fully understand why you're fighting. I'm even ready to help you clear up these disappearances, as long as you spare our merchants. You no longer need to worry about it. That was our last attack. Our troops are ready, and soon we will make the Lion pay for the harm it has brought upon us. What are you talking about? Soon, the Donea Exregao will march together, and we will free our brothers. Oh. Ja, was jetzt? Can you guarantee that our merchants will now be able to take this road without risking their lives? I always keep to my word. The time for small attacks is over. Now is the time of war. I'm afraid you're heading straight into a massacre. But since you promised me that our caravans will be spared, I have fulfilled my mission. Go in peace. We should prepare ourselves. Oh, scheiße. Ich hätte die angreifen sollen. Schrott. Ich lade mal neu. Uah, ist zu weit weg. Oh nee.
Ne, dann bleibt es eben wie es ist. Ich dachte, ich könnte neu laden. Ach, ich hätte vorher speichern sollen. Ja, ich habe ein bisschen gepennt. Gut, ich denke, vielleicht kann ich helfen, das zu zerschlagen. Ich denke, wir werden Bescheid sagen und können bestimmt denen helfen, den Außenposten zu verteidigen oder so. Wir haben sie ja gewarnt, dass sie im Massaker rennen. Ich dachte, ich könnte sie halt im Nachhinein immer noch angreifen, aber anscheinend doch nicht. I hope I will not regret letting them go. They are so full of hatred for the Alliance. The Donaya Exregal fought, as my mother did, to free our people from the lions. And now, they are ready for a great battle. I hope they will not end up like my clan. I have to admit that the story of this attack is concerning. We should talk to Captain Reinhild about it. We can also inform him that the convoys will now be running smoothly. Ich jetzt mal auf die Karte schauen. Ah, ich hätte sie angreifen sollen. Das ärgert mich jetzt gerade immer noch. Wir haben bestimmt ein Haufen EP gewesen. Ich hätte auch vorher speichern sollen. Mal schauen, was da jetzt dabei rumkommt. Ob wir denen jetzt helfen können oder eben nicht. Ups, das war sie nicht. Eins weiter. Hello, Captain. Your Excellency, what can I do for you? I managed to trace the rebels who attacked the caravans. They will no longer be a problem. You eliminated them. No, that's not necessary. But you must know that this group is part of a much bigger army. An army that is ready to go to war against Hikmet. We have been at war with the rebels for a long time. They did not speak of skirmishes, but of a pitched battle. They want to free their imprisoned comrades and will stop at nothing to do so. This is terrible news. We must prepare the troops immediately. I'll send a message to Governor Buren. Thank you for warning us, Your Excellency. You've given us a chance to resist their assault. I know it's not much, but I hope you'll accept this as a token of gratitude. Thank you, Captain. Tja, was haben wir gemacht? Gut, da haben wir die Quest erledigt. Ach, das stimmt, die Quest hatten wir ja auch noch. Aber egal, die machen wir im nächsten Video. Von hierhin, jetzt haben wir die Quest erledigt. Wir haben den Angriff zwar nicht vereitelt, das ärgert mich immer noch, dass wir ihn hätten ein paar EP kassieren können. Vielleicht lade ich auch einfach neu. Nee, mache ich nicht. Okay. Wie gesagt, machen wir hier Schluss für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft mir gerne einen Kommentar da lassen. Ein Daumen hoch würde mich ebenfalls sehr freuen. Verbesserungsvorschläge, falls ihr welche habt, nehme ich gerne entgegen. Und bis dahin sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche euch was. Bis bald, euer Blaze.